Expertinnen im Gespräch mit Mona, der Live-Videocast von The Connecting Dot. Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Mona. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute einmal meine Gästin bist. Ich freue mich auch. Das Thema KI und Leadership und wie setzen wir das um und so weiter, das ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken, es auch richtig zu machen. Und du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile damit, mit dem ganzen Thema. Und du hast tolle Forschungssachen rausgearbeitet, Human-Centered AI Leadership. Und aber wo kommst du her? Wie kamst du dazu? Erzähl mal. Ich glaube, das möchte jeder wissen, wie man heutzutage einfach so auf diese Schiene kommt. Was muss man vorher getan haben? Ja, im Grunde genommen ist es wie allgemein mit KI. Man braucht viel Offenheit und Neugierde und muss mutig sein, Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Ich bin 2018 das erste Mal mit KI in Berührung gekommen. Ich habe damals ein strategisches Projekt für ein mittelständisches Unternehmen im HR-Bereich durchgeführt, zusammen mit einem Geschäftsführer. Und da habe ich eine Eventserie konzipiert mit, was ist gerade innovativ, was sind so die neuesten Trends. Und da bin ich auf das Thema KI gestoßen. Und 2018 kam GPT-1, das erste Large Language Modell von ChatGPT von OpenAI raus. Und ja, da glaube ich, haben wir alle, viele von uns noch nichts von gehört. Und ich war auch gar nicht so auf diese generative KI im Prinzip. Da ging mein Research gar nicht in diese Richtung, sondern es ging vielmehr so um die Frage, was macht das eigentlich mit uns Menschen? Was macht das mit unserer Arbeit? Und da haben wir eine Roadshow, ich mit 2 oder 3 KI-Experten gemacht durch ganz Deutschland. Die Firma hatte 5 Standorte und dann haben wir uns um die Frage gekümmert, wie kann KI kreativ sein? Und wenn ja, was passiert dann mit den kreativen Mitarbeitenden? Und das ist ja eigentlich noch heute ein sehr aktuelles Thema auch. Ganz so, genau. Und so bin ich zum Thema KI gekommen. Und es hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich fand das total faszinierend. Ich habe mich natürlich viel mit den Experten ausgetauscht, konnte viele Fragen stellen. Und dann, als der ganze, sage ich mal, Hype mit ChatGPT aufkam, habe ich gedacht, so jetzt mache ich das zu meinem Kernfeld eigentlich. Genau. Das ist super spannend. Und was ist so dein Startpunkt gewesen? Was hast du studiert, gelernt? Wo hast du gearbeitet? In welchem Umfeld, dass du praktisch dafür, für dieses Projekt jetzt auch gefragt wurdest? Also ich habe eine Zertifizierung gemacht als KI-Managerin, die auch mehrere Monate ging und habe dann mir so gedacht, also als ich dann noch viel intensiver und tiefer eingestiegen bin, also das waren auch Sachen, die mache ich mit meinen Teilnehmenden heute nicht, also verschiedene Algorithmen und mathematische Formeln und so weiter. Es war schon sehr technisch tiefgehend. Dann habe ich noch eine Ausbildung, auch eine Zertifizierung an einem amerikanischen Institut gemacht also fast eigentlich nur Programmierern. Das war auch sehr interessant für mich. Und letzten Endes hat mir das auch so gezeigt, ich möchte das eigentlich gerne auch weitergeben. So dieses Wissen darum, wie man richtig mit KI arbeitet, welchen Mehrwert man daraus ziehen kann, überhaupt erstmal eine Kompetenz aufzubauen in dem Bereich. Und dann habe ich viele Trainings gegeben in KI-Kompetenz, also jetzt nicht nur diese klassischen Unterweisungen, die man so in Unternehmen macht, sondern sehr fachbereichsspezifisch und habe mit Teams dann viel gearbeitet, inklusive den Führungskräften. Und das war immer ein sehr spannender und toller Austausch. Mittlerweile sind es über 800 Menschen, die ich KI-kompetent gemacht habe. Also wie so eine kleine Studie, sage ich auch immer. Ja. Und natürlich habe ich da viele Erfahrungen gesammelt. Zum einen, wie ist denn der Stand in den Unternehmen? Also wo stehen die eigentlich mit KI in unterschiedlichsten Unternehmen? Und vor allem auch, was macht das eigentlich mit der Organisation? Und da muss ich sagen, hat mich so das letzte Jahr 2025 sehr nachdenklich gestimmt, weil ich gesehen habe, im Grunde genommen
werden ganz viele Fehler gemacht in dieser KI-Transformation von menschlicher Seite. Also um den Menschen letzten Endes in den Mittelpunkt zu stellen und auch das KI-Projekt erfolgreich zu machen. Also wir wissen, dass zum Beispiel McKinsey hat eine Studie rausgebracht, dass über 70% der KI-Transformationsprojekte scheitern, und zwar nicht an der Technologie, sondern an dem Organisationalen und an den Menschen. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, und darum habe ich sehr viel geforscht, bin dann auf das Thema Human-Centered AI gestoßen, was in Deutschland noch gar nicht etabliert ist. Ich hatte letztens einen Vortrag gehalten darüber. Da war eine Dame im Publikum, die kam vom Stanford Institute for Human-Centered AI, und die Stanford University ist da Vorreiter in dem Bereich. Und von der habe ich gelernt, dass das in Amerika schon ein Riesending ist, also damit zu arbeiten. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner da auch schon technologisch weiter sind und dann auch merken, oh, was passiert denn jetzt mit der Organisation? Genau. Und in Deutschland ist das noch nicht so richtig angekommen eigentlich. Und da möchte ich eigentlich mehr in die Richtung, möchte ich mehr Aufklärungsarbeit leisten, habe mein eigenes Führungskräfteprogramm für KI-Transformation entwickelt. Genau. Das ist super, super spannend. Aber du hast absolut recht, dass die Technologie kommt zum größten Teil aus Amerika, oder wenn sie hier in Deutschland oder woanders entwickelt wurde, dann kaufen die Startups eben mal schnell auf und vereinnahmen die. Und die arbeiten ja schon viel, viel länger damit. Ne? Ja. Bei uns, du hast gesagt, du hast 2018 angefangen. Das heißt, du hast vor der Pandemie angefangen. Wie ist denn das Ganze nachher? Weil ich weiß es halt, weil ich viel auch international gearbeitet habe. Ich habe immer schon virtuell gearbeitet. Ja, ich auch. Ich habe dann immer den Eindruck gehabt, als es dann soweit war hier in Deutschland, die Leute sind total verwirrt, die waren überhaupt nicht darauf eingestellt, die haben weder Laptops gehabt noch sonst irgendwie was, im Großen, sage ich jetzt mal, und konnten, die haben lange gebraucht, bis sie überhaupt mal sich daran gewöhnt haben, dass man sich auch virtuell austauschen kann und dass das auch funktioniert und dass das nicht kein Hindernis ist, sondern das ist wirklich notwendig, und man kann damit auch Emotionen übertragen. Man kann sich super verstehen. Natürlich ist sich persönlich zu sehen, gegenüberzustehen, immer netter, sage ich jetzt mal, und man kriegt so die Mikromimiken und alles kriegt man mit und so andere Sachen. Aber wenn man sich intensiv auf jemanden einlässt, habe ich den Eindruck immer gehabt, dann funktioniert das. Und dieses Einlassen auf Menschen, das wird auch nie weggehen. Auch nein, das wird immer zentraler, gerade weil KI kommt. Also es gibt auch schon gut belegte Studien dazu, dass umso technologischer Projekte in Unternehmen werden, desto zentraler wird der Mensch, also wird das Humane sozusagen. Wir kennen ja auch die Future Skills. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das sind sozusagen, ist eine groß angelegte Studie zum Beispiel vom World Economic Forum, die jedes Jahr 1000 Unternehmen befragen, was die Skills der Zukunft sind. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja. Und da sehen wir auf den obersten Positionen alles humane Skills, alles menschliche Fähigkeiten. Und das liegt genau daran, dass durch KI, durch Technologie werden unsere humanen Fähigkeiten sehr, sehr viel wichtiger werden. Und wir werden daran arbeiten, unsere Skill Gaps auszumerzen sozusagen in den Bereichen, in denen wir da vielleicht noch Nachholbedarf haben. Genau. Oder Stärken auszubauen. Genau, aber das ist ja genau der Punkt, an denen früher immer, ich kann mich gut daran erinnern, ach, das brauchen wir nicht, das hat ja nichts mit dem Fachlichen zu tun, das muss man können. Ja? Wenn es um diese Soft Skills ging. Und heutzutage sind diese Soft Skills, sage ich jetzt mal, das Wichtigste überhaupt, was wir der KI entgegenzusetzen haben. Ja, also ich glaube, ausgebildet sind. Ja, genau. Also ich glaube einfach, oder ich glaube nicht nur, es ist tatsächlich auch belegt, dass umso technologischer unsere Welt wird, desto zentraler werden diese Fähigkeiten. Und wie du richtig sagst, auch die werden immer so ein bisschen liebevoll als Soft Skills interpretiert, aber
Wir müssen uns vorstellen, diese ganzen fachlichen Themen, ich habe früher viel auch im HR und im Recruiting-Bereich gearbeitet, diese ganzen Skills, die wir jetzt noch suchen, so wie wir eignungsdiagnostisch vorgehen bei Einstellung. Ich sage immer, wir arbeiten total an der Realität vorbei. Also die Eignungsdiagnostik geht immer noch, und auch die Anforderungen geht sehr stark auf das Fachliche. Und das Fachliche wird sehr stark in den Hintergrund rücken tatsächlich. Ja. Und eben diese Sachen wie Kommunikation, Empathie, aktives Zuhören, Adaptivität, eins der wichtigsten Skills, Anpassungsfähigkeit, weil wir können nicht mehr von 3, 5, 10 Jahresstrategien sprechen. Nee. Führen unter Unsicherheit, ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehe ich da eigentlich, wie führe ich eigentlich Mitarbeitende, wenn ich selber nicht weiß, was in 3 Monaten ist? Ja, das ist eine völlig neue Situation. Ja. Und das sind eben Punkte, die höchst relevant werden und glaube ich in vielerlei Hinsicht, also immer wenn ich dann diesen Future of Jobs Report zeige, viele Menschen kennen den überhaupt nicht und sind dann sehr überrascht, wenn ich sage, ja, das sind die Fähigkeiten, die ihr in Bewerbungsinterviews abfragen solltet. Zum Beispiel Kreativität ist auf den ersten 3 Rängen. Ich weiß nicht, wer hat... Aber schon seit 2020 schon. Also ich kenne diese Skala schon lange und du konntest dazu gucken, wie wichtig es wird, kreativ zu sein, Innovationsfähigkeit und. Da konntest du wirklich zugucken. Fragt aber keiner nach in Bewerbungsverfahren. Das vielleicht ist so ein Grafikdesigner oder so, aber das ist da, also da an der Stelle sieht man eigentlich, wie stark sich unsere Arbeitswelt wirklich verändern wird und das ist eben mein Forschungsfeld, die Zukunft der Arbeit und da geht es tatsächlich nicht darum, dass wir alle mal eben prompten lernen müssen. Wird ja auch immer viel suggeriert, so in der Öffentlichkeit, du brauchst Prompt-Hacks, du brauchst tolle Templates, wie du einen Prompt bauen kannst. Darum wird es ganz wenig gehen, sondern es geht viel mehr um tatsächlich, wie begleite ich als Führungskraft auch Menschen in eine neue Arbeitsidentität. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Workaholic, der plötzlich in Rente geht und wo so ein Loch entsteht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja gar keine Aufgabe mehr oder ich muss mich neu erfinden. So ungefähr vergleichbar ist es auch für Mitarbeitende jetzt im Rahmen dieser Transformation in eine neue wirkliche Identität zu kommen. Und da ist halt eben die Herausforderung, dass das überhaupt nicht im Zentrum der Öffentlichkeit steht, sondern es vielmehr immer um Technologie geht und das alleine reicht aber eben nicht. Also das sehe ich halt an Kunden, die ich betreue mit meinem Führungskräfteprogramm, die vor 2 Jahren tollste KI-Technologien auf den Markt gebracht haben, implementiert haben im Unternehmen und die mich jetzt anrufen und sagen, Mensch, Julia, kannst du uns mal helfen? Also die KI ist da, aber die Menschen kommen nicht mit, die wollen nicht mit und wir wissen jetzt nicht, wie wir weiterkommen sollen. Es geht nicht weiter. So, ja. Und ich glaube, an der Stelle sind viele Unternehmen in Deutschland noch nicht, weil wir ja immer so ein bisschen leider hinterher sind. Aber das wird jetzt immer mehr kommen, tatsächlich, ja. Das glaube ich auch, aber du wirst ja sicherlich nicht so One-Shot-Trainings machen, sondern du begleitest die Menschen und die Firmen ne? Auch so punktuell. Das ist ja quasi wie so eine Journey, die du da mit denen machst. Ja. Weil das ändert sich ja, die ändern sich ja jetzt nicht von heute auf morgen, sondern man muss sie ja begleiten bei dieser Reise, sage ich jetzt mal. Und Mut zusprechen, das auszuprobieren, aber gerade dieses Ausprobieren, das kannst du ja nur, wenn in den Firmen auch die Räume geschaffen werden dafür. Ja, sehr guter Punkt. Und also das ist sind leider die geschaffen? In ganz vielen Fällen noch nicht der Fall. Und da kann ich auch aus der Erfahrung schon sagen, bei diesen über 800 Menschen, die ich begleitet habe, die, ich weiß nicht, wie viel Prozent es waren, aber es waren sicherlich letztes Jahr noch wirklich der überwiegende Anteil hatte keinen technologischen Zugang zu KI von Unternehmensseite. Und jetzt ist die Zahl wahrscheinlich ein bisschen geringer geworden mittlerweile. Aber was ich dann beobachtet habe, ist, dass
das ein absoluter Fehlstart für eine menschenzentrierte KI-Transformation ist, Ja. weil die Menschen verlieren das Vertrauen in so eine Transformation. Die sehen, was alles möglich ist, kommen bei mir ins Training und sehen, ach, das ist ja toll, das kann ich alles machen. Und dann heißt es dann, ja, aber ich darf das ja gar nicht. Ich habe ja gar keine Möglichkeit dazu. Ja. Und dann sehen wir halt Schatten-KI und da wissen wir auch, dass fast 40% aller Mitarbeitenden in Deutschland sensible Unternehmensinformationen in gratis ChatGPT-Versionen eingeben. Das heißt, das ist auch nicht die Lösung. Genau. Das ist überhaupt keine Lösung. Das ist eben genau das Gegenteil. Da wird genau das Gegenteil damit bewirkt. Und dann werden wieder die Leute geschimpft, aber die Menschen praktisch dafür verantwortlich gemacht, warum, wie konntet ihr nur und überhaupt. Aber es wäre ja nicht passiert, wenn das die Firma gelöst hätte oder sich mal einer hingestellt hätte und gesagt hätte, aus den und den Gründen, passiert das und das, wir haben den EU AI Act, wir haben DSGVO, Verordnung und. Wir haben die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass das auch mal transportiert wird. Und woher sollen die Leute das wissen? Ja. Und da fängt schon dann an, also ich befasse mich natürlich in diesem Human-Centered AI Approach extrem viel mit so neurowissenschaftlichen und kognitiven Ansätzen, weil ich möchte genau verstehen, was zeichnet uns als Menschen denn aus? Also wo sind wir stark? Was macht unser Gehirn absolut, sag ich mal, unique noch? Da gibt es schon Punkte, also die KI kann da noch nicht alles. Und wo sind denn die Stärken der KI? Und das sehe ich auch, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Dann schauen wir uns erstmal an, so wie ist denn jetzt die Rollenverteilung in unserem Team, wenn plötzlich die KI ein Teil des Teams ist, ja? Wer hat welche Rolle? Welche Entscheidungslogiken gibt es eigentlich? Wer entscheidet? Wer trägt die Verantwortung? Das wird alles komplett neu aufgestellt und und auch da muss man wiederum sagen, die humanen Skills, Kommunikation wird ganz wichtig, also viel mehr in Austausch im One-on-One mit dem Mitarbeiter gehen, Stichwort Cognitive Load, also ist auch eine Binsenweisheit, dass KI uns alle nur super effizient direkt macht, sondern die Wahrheit ist tatsächlich, dass dieser kognitive Load, diese Masse an sozusagen, was auf uns einflutet. Man sieht das ja, wenn man mit einer KI arbeitet, man hat plötzlich zahlreiche Möglichkeiten. Das muss man steuern und man muss Entscheidungen treffen. Und das muss man dann genauso schnell machen wie die KI. Ja. Und das ist halt kann eine sehr große kognitive Überlastung sein für Mitarbeiter. War ich in einem Podcast, da hat mir auch derjenige, der mit mir gesprochen hat, sitzt in einem Team und sagte, also mir hat das schon auch Druck gemacht und wie schnell das jetzt alles geht und wie schnell ich da mitmachen muss. Und da ist auch wiederum ein Ansatz für Führung, diesen Cognitive Load zu steuern, zu den Mitarbeitern zu gucken, wie viel hast du denn jetzt auf dem Tisch und wie können wir das denn schaffen, dass du nicht total overwhelmed davon wirst, sondern dass du weiterhin gut arbeiten kannst. Also es kommen viele, viele Kriterien hinzu. Es ist nicht, es wird vielleicht manchmal so ein bisschen als softes Thema verstanden, die menschenzentrierte KI. Was ist das denn? Aber da gibt es schon sehr zentrale Punkte, die man schnell falsch machen kann auch, wenn man da nicht genau weiß, wie es geht. Ja. Aber da kommt dann auch wieder das Beispiel rein, du hast es gerade angesprochen, die Rollenverteilung. Ne? Was ist die Rolle der KI? Was ist die Rolle des Menschen? In vielen Unternehmen sehe ich immer noch, dass es nicht richtig abgegrenzt wird. Was ist denn jetzt die Rolle? Rolle. Ja, noch gar nicht. Also neue Rollen müssen ja auch definiert werden. Ja, also das mache ich zum Beispiel mit HR-Abteilungen, mit Personalentwicklungsabteilungen, gehe ich hin und wir gucken uns an, wie sind denn heute die Rollen der Mitarbeitenden. Ne? Also wenn dann eben, sagen wir mal, ich habe einen Kunden zum Beispiel, da hat die KI jetzt eine Aufgabe übernommen, die vorher die zentrale Aufgabe des Menschen in diesem Team war. So. Da ist was los, wenn das passiert, und da entstehen ganz viele Ängste,
Blockaden, das kann hingehen bis zu Zynismus bei Menschen, weil die einfach nicht wissen, so, jetzt macht die KI meinen Job, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja? Und so ist es aber nicht. Also es ist nur wichtig, ne, der Mensch bekommt dann andere Aufgaben und es wird anders zusammengearbeitet. Aber es ist wichtig, den Menschen von Anfang an damit da reinzubringen, weil sonst gerade die Kommunikation geht ganz stark in Unternehmen in die Richtung, wir werden jetzt effizienter, wir haben jetzt KI-Agenten zum Beispiel. So, und was kommt dann beim Menschen kommunikativ an? Beim Menschen kommt an, ich glaube, ich bin jetzt bald hier, braucht man mich nicht mehr, bis hin zu, wie soll ich das denn schaffen? Ich kenne mich doch damit gar nicht aus mit KI. Ja? Und das sind die wirklichen wahren Blockaden, warum Geschäftsführer sagen, Frau Tomoweski, irgendwie, ich krieg's nicht hin. Ich sage denen immer, mach doch mit KI, mach doch mal, benutzt doch mal. Die machen das nicht. So, und das ist nicht, weil sie halt eben ein Tool nicht beherrschen, sondern da geht es um viel grundlegend, da geht es wirklich um eine neue Identität. Und da muss man ansetzen und eben Rollen auch definieren, zu gucken, wo sind die Skill Gaps, wo muss dieser Mitarbeitende hin und den auch zu begleiten und zu sagen, hier ist deine Perspektive. Das ist für dich dabei drin. Ne? Das ist, Julia, das ist für mich ganz klassisch ein riesengroßer Change. Absolut, das ist ein Change-Projekt. Ein Change, was sehr spezifisch ist, weil KI es einfach spezifisch macht. Genau. Ja, genau. So ist es, ne? Ja. Also die Menschen, die von oben meinen, die CEOs meinen, macht jetzt einfach mal, aber haben nicht verstanden, machen sie denn selber? Wie machen sie? Was macht das mit ihnen? Also das wären mal die ersten Fragen, die ich stellen würde. Was macht das denn mit ihnen? Ja, KI-Kompetenz sollte natürlich auch in der Führungsebene vorhanden sein. Und da ist auch noch eine Menge Luft auf jeden Fall. Ne? Weil wenn ich selber nicht verstehe und begreife, wie soll ich es dann um was geht es denn da weitervermitteln? Ne? Ja, und es ist eben nicht, also wir lesen ja auf LinkedIn und in der Öffentlichkeit immer von irgendwelchen tollen Tools und Technologien und heute kommt dann das neue Update von Claude raus und dann ist ChatGPT wieder darin gut, aber und die Menschen denken halt, und das habe ich auch in dem Jahr gelernt, die denken, oh Gott, ich muss hunderttausende Tools können und ich komme da gar nicht mit. Und darum geht es erstmal gar nicht. Also es geht darum, diese Technologie erstmal grundlegend überhaupt zu verstehen. Und also ich bin von Hause aus immer Beraterin gewesen und ich halte überhaupt nichts davon, irgendwelche Vorlagen Leuten zu geben und zu sagen, ja, probier mal hier diese Schablone aus, sondern die müssen erstmal verstehen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Was ist denn so, und das sind vielfältige Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja nicht nur Effizienz, also es geht immer um Effizienz, aber wenn du mal anfängst, in Co-Kreation mit so einem Modell zu gehen und den als intelligenten Sparingspartner zu nutzen oder verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Stakeholdern zu beleuchten, was das mit deiner Idee macht, all solche Dinge, kritisch hinterfragen und so. Also gibt ganz viele auch Ansätze, wo man ganz anders mit KI arbeiten kann und eben nicht nur, sage ich mal, die klassische Stunde sparen kann oder auch die 8 Stunden oder wie auch immer. Genau, absolut. Ja, das sehe ich auch. Aber du sagst auch, Deutschland hängt immer noch ein bisschen hinterher. Wir investieren wahrscheinlich auch zu wenig. Ein bisschen ist gut, ja. Ne? Also es gibt da andere Beispiele. Du hast mir mal erzählt, Singapur und Südkorea investieren massiv da drin. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Ja, also wir sind halt in Deutschland wirklich stark schon abgefallen, muss man ehrlicherweise sagen, was auch die Kompetenzförderung der Menschen in Unternehmen angeht. Ne? Also dann wird mal einer geschickt und der soll es den anderen dann schon beibringen oder so, aber das funktioniert auch nicht. Es ist halt eine sehr kollaborative Aufgabe. Also das gemeinsame Lernen, Ausprobieren, Fehler machen, Fehlerkultur, super wichtig bei KI. Haben wir ja auch nicht in Deutschland, nicht so wirklich. Nicht so sehr ausgeprägt wie zum Beispiel die Amerikaner bauen 1000 Startups und eins davon wird dann irgendwie ein Unicorn oder so überhaupt, so, da sieht man, wie die mit Fehlern umgehen. Und wir hatten ja gerade über unsere vergangene Arbeit gesprochen. Ich habe 12 Jahre mit
Tech-Unternehmen, mit Startups gearbeitet und die haben vor 12 Jahren, muss ich sagen, schon genau diese Kultur gehabt, die wir jetzt eigentlich brauchen. Also wenn man sich eins abschauen kann, dann ist es Unternehmenskultur aus Startups, muss ich wirklich sagen, weil diese Offenheit, du hast Ownership, du probierst jetzt mal aus, ich gebe dir auch das Vertrauen, da kann nicht viel schiefgehen und wenn doch, dann lernst du was daraus. Dieses ständige neugierig sein und neue Dinge ausprobieren, genau das ist die Kultur, die wir jetzt flächendeckend brauchen. Und ja, das stimmt, zum Beispiel Südkorea und Singapur investieren sehr, sehr viel in KI-Kompetenz von Mitarbeitenden in ihren Unternehmen. Ja. Und da sind wir leider noch weit, weit weg von. Und um dann auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, es klingt immer so nach dieses softe Thema, aber letzten Endes, um wirklich wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu bleiben als Unternehmen, ist es essentiell wichtig, dass das passiert. Ne? Und es wird es wird ja nicht mehr weggehen, KI. Also es ist ja nicht so. Nee, das ist so wie früher mit den Personal Computern, als die auftauchten, ne? Hat ja auch jeder gesagt, oh, ne? Ja. Aber es geht nicht mehr weg. Es wird sich alles rasant und mit KI entwickelt sich das Ganze ja noch schneller, wie damals zur Zeit von den Personal Computern, sage ich jetzt mal. Das hat in Anführungszeichen etwas länger gedauert, wie jetzt die Entwicklung von KI. Weil KI entwickelt sich zum Teil selber weiter. So. Ja. Aber ich denke so, unser Fauxpas, den wir in Deutschland haben, ist, dass wir dass wir sagen, Kompetenzentwicklung per se haben wir immer klein geredet. So, ach, das braucht man nicht, ach, das macht man so nebenbei, das kann man sowieso. Und daran hängt es und scheitert es heute, würde ich sagen. Weil sie sich das nicht eingestehen, dass es wichtig ist, auch heutzutage, du siehst es an diesen ganzen psychologischen Geschichten, dass das runtergestrippt wird, dass das nicht mehr bezahlt wird. Dabei ist es essentiell wichtig, dass man psychologische Betreuung hat heutzutage in der rasanten Entwicklung von KI. Ja. Weil die Menschen, du hast es vorhin gesagt, dieser Mental Load, den man hat, ist enorm. Und diese psychologische Betreuung muss vom Prinzip die Führungskraft auch dafür da sein, letzten Endes. Ne? Also wir werden auch da sehen, Führung wird natürlich, vieles wird auch zu KI gehen, wo Führung entlastet wird. Und dann besteht halt auch die Chance, mehr mit dem Menschen zu arbeiten, mehr mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin. Und du sprichst dieses Thema nochmal an, Lernen, lebenslanges Lernen. Das ist einfach, also das wichtigste Asset und als Unternehmerin würde ich immer wirklich stark in meine lernende Organisation investieren. Es werden oft andere Sachen priorisiert. Ne? Jetzt ist Krise, dann denkt man braucht dies oder das. Aber wir kommen nicht drum herum, diese Lernorganisation aufzubauen. Und auch das ist eine große Herausforderung, weil wir sehen ja, also selbst ich als KI-Trainerin und Beraterin sehe, ich komme ja teilweise, um ehrlich zu sein, auch nicht jeden Tag mit dem, was da alles Neues kommt. Ja? Und wie lernt man denn dann? Und es ist halt eben nicht so, dass wir, ich sage immer, es gab so mal diesen Vergleich von IKEA, lebst du schon oder wohnst du noch oder wie es war. Und jetzt ist es, bei KI ist es so, wir sind früher, also bis jetzt sind wir zum Studium gegangen, haben etwas gelernt, dann waren wir Rechtsanwalt, dann waren wir Buchhalter oder wie auch immer. Und dann haben wir 30, 40 plus Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Und wenn wir Glück hatten, haben wir irgendwie einmal im Jahr so einen Tag Weiterbildung gemacht oder so. Das funktioniert nicht mehr. Ja? Also Lernen muss stetig passieren, jeden Tag und jede Woche. Und das halt zu integrieren, ist eine große Herausforderung, weil alle sind natürlich überlastet und wann soll man dann noch Zeit finden zu lernen, obwohl das eigentlich der Kern ist unserer Arbeit. Also wir gehen jetzt zur Arbeit, um zu lernen. Wir arbeiten, um zu lernen und wir lernen nicht mehr, um zu arbeiten. Das muss man, glaube ich, erst mal verinnerlichen. Wir haben gerade einen Kommentar bekommen. Ich sehe nicht, wer es gemacht hat. Ich sehe nur LinkedIn-User. Kompetenzentwicklung, Lernfähigkeit, Anpassungswahnsinn, dass diese Ideen der Organisationsentwicklung noch niemand kennt. Nein, sie wurden, glaube ich, schön immer unter dem Deckmantel gehalten, braucht man nicht,
will man nicht. Ne? Die Leute sollen tun, was man ihnen sagt. Das Ja, war ja also eine ganze Zeit lang so Tenor. Ne? ja, gerade auch Anpassungsfähigkeit ist Ja. wirklich ist ein sehr essentieller Punkt. Ne? Und da muss man auch ehrlicherweise eher sagen, jeder Mensch ist anders, ja. Und das ist natürlich auch am Ende eine Führungsherausforderung, wirklich individuell zu führen, weil ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich habe schon als Jugendliche, als Kind, als Jugendliche ich wollte immer gucken, was es als Neuestes gibt. So, ja, ich war immer zukunftsorientiert, ich habe mich immer gefragt, was passiert denn jetzt so in den nächsten Jahren? Wie kann man das denn noch besser machen und so weiter, ja. So bin ich von Natur aus. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die tun sich sehr schwer mit Veränderungen und das ist auch absolut menschlich, ja. Und viele wollen gerne in ihrer schönen Komfortzone bleiben, da ist es ja gut und das funktioniert halt jetzt leider nicht mehr. Und das ist natürlich eine Challenge dann auch Das im stimmt. Bereich Führung, Mitarbeitende auch zu begleiten, aus der Komfortzone rauszukommen, ja, und sich dem Neuen auch zu öffnen. Das wird nicht jedem leicht fallen, das ist ganz logisch. Ja, Das ist ja. wie mit allem anderen auch. Aber man kann dran arbeiten. Du hast es jetzt in der letzten halben Stunde so richtig schön aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und wir kommen nicht drum rum. Wir müssen daran arbeiten, weil sonst fallen wir irgendwann mal ganz hinten runter. Ne? Ja, also es gibt so ein paar wirklich wichtige Pfeiler in der KI-Transformation und das ist zum einen Technologie für alle von Anfang an, sage ich ganz eindeutig. Also jeder sollte probieren, experimentieren und am besten eben, also in Kollaboration, das heißt mit anderen zusammen, weil da sehe ich immer wieder, da kommen vielfältige Perspektiven, da kommen neue Ideen, da kommt Innovation. Zusammen ist immer besser als alleine und genau, also und diese Lernräume müssen natürlich irgendwie Geschaffen geöffnet werden und was auch wichtig ist, ist eine Bühne zu schaffen für was denn da Neues entwickelt und experimentiert wurde. Also regelmäßig jemanden auch mal darüber sprechen zu lassen, ich habe jetzt hier das rausgefunden, ich habe einen Agenten für das gebaut und ja, sonst bleibt das in Silos und das bringt natürlich nichts. Ne? Also das sind so schon die wichtigsten, ein paar wichtige Punkte, die am Anfang wirklich essentiell sind, um das erfolgreich zu gestalten. Ja. Und da unsere halbe Stunde schon wieder rum ist, liebe Julia, ne? Wer da noch mehr wissen möchte, wer meint, er braucht jetzt unbedingt ganz viel Unterstützung, weil du hast ihm jetzt die Augen geöffnet, der darf sich jederzeit, nehme ich an, gerne mit dir vernetzen, in Verbindung treten und. Na, oder kommt zu mir und ich helfe und stelle die Verbindung her. Sehr gerne. Wie man es gerne hat. Liebe Julia, vielen, vielen lieben Dank. Das war super spannend und ich denke, es haben viele sehr viel mitnehmen können für die Zukunft. Danke, liebe Mona. Fand ich auch sehr, sehr interessant mit dir zu sprechen. Schönes Wochenende. Schön, dass du dabei warst. Lass uns gerne einen Like und Kommentar da. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Deine Evelyn und Mona von The Connecting Dot.